wie entwickelst du dich weiter? Wo holst du dir Input? Ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich mir versprochen habe, dass ich ein Thema enttabuisiere. Und ich bin ganz gespannt, wie ich mich damit fühle. Wie entwickle ich mich weiter? Es hat für mich viele Facetten. Unter anderem mache ich eine Therapie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich mache das nicht, weil ich riesige psychische Probleme habe oder hatte. Und selbst wenn, dann wäre das auch in Ordnung. Für mich sollte das kein Tabuthema mehr sein. Und ich war ja eben schon bei dem Punkt Selbstführung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass durch eine Therapie und ein Coaching, und ich mache beides, das hat mir einen richtigen Schub verpasst. Es kann mit Sicherheit auch entweder oder sein, aber das Thema, dass eine Therapie gemacht wird, ist mittlerweile aus meiner Sicht in der privaten Welt einigermaßen angekommen und akzeptiert, in der beruflichen irgendwie noch gar nicht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie die Reaktionen darauf sein werden. Aber aus meiner Sicht sollte es kein Tabuthema sein, weil das ist was Tolles und ich kann es nur jedem empfehlen, so viel wie ich über mich gelernt habe und wie mir das geholfen hat, wirklich bewusst zu verstehen, wie ticke ich denn eigentlich und warum handle ich, wie ich handle und was hat das auch ganz viel mit mir und meiner Kindheit und meinen Eigenschaften und meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Dieses Bewusstwerden ist für mich unheimlich wichtig und ein Riesenteil von, nur wenn ich mich selbst führen kann, kann ich auch andere führen. Von daher, die Therapie ist ein großer Weiterentwicklungshebel, als auch das Coaching. Gleichzeitig habe ich sehr viel gelesen und mich viel mit neuen Modellen, sei es jetzt New Work oder anderen inspirierenden Menschen und auch Unternehmer und Unternehmerinnen beschäftigt. Der Austausch mit Menschen, die inspirierende, spannende, herausfordernde Dinge tun, den finde ich für mich unheimlich wertvoll, auch für meine eigene Weiterentwicklung. Also vielen Dank an dieser Stelle für deine Mut und Offenheit, über diese Themen zu sprechen. Wie schnell konntest du so Change-Prozesse einleiten bei dir? Also wie schnell funktioniert es? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja immer gewisse Themen, die man in seinem Leben hat, die länger und intensiver sind, ne? Und die mit Sicherheit jetzt nicht in ein paar Wochen aufgelöst sind, sondern einen lange begleiten. Das ist schon ein Prozess. Gleichzeitig bin ich eigentlich jedes Mal oder gehe ich heute noch jedes Mal mit einem Aha-Effekt raus und freue mich tierisch. Und denke, wow, wie genial, jetzt habe ich schon wieder irgendwas, wo ich mich seit Jahren frage, warum ist denn das so? Oder vielleicht mich nicht mal gefragt habe, weil ich es gar nicht bemerkt habe. Jetzt habe ich da was gelöst oder habe ich was verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe. Also das ist also so ein Zweiklang von kleinen oder auch etwas größeren Aha-Effekten und direkten Veränderungen und positiven Erkenntnissen zu Dinge, die sich auch einfach echt ziehen. Und das ist auch okay.